Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo, Jake. Wie geht es dir heute? Hallo Emma. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über etwas Wichtiges sprechen. Weißt du, was Ehrenamt ist? Ja, das weiß ich. Ehrenamt ist, wenn Menschen anderen helfen, ohne dafür bezahlt zu werden. Es ist eine Möglichkeit der Gemeinschaft, etwas zurückzugeben. Das stimmt. Ich habe darüber nachgedacht, Ehrenamt zu machen. Hast du schon einmal ehrenamtlich gearbeitet, Jake? Ja, das habe ich. Letzten Sommer habe ich in einer lokalen Tafel gearbeitet. Ich habe geholfen, Lebensmittel zu sortieren und Pakete für bedürftige Menschen zu packen. Das klingt nach einer großartigen Erfahrung. Was hat dir am meisten daran gefallen, bei der Tafel zu arbeiten? Ich mochte es, neue Menschen zu treffen und zu wissen, dass meine Arbeit anderen geholfen hat. Es war sehr erfüllend, die Freude auf den Gesichtern der Familien zu sehen, die die Lebensmittel erhalten haben. So geht es mir auch. Ich möchte ehrenamtlich arbeiten, weil ich meiner Gemeinschaft helfen und neue Fähigkeiten lernen möchte. Ich denke darüber nach, in einem Tierheim zu arbeiten oder in einem Gemeinschaftsgarten zu helfen. Beide Ideen sind wunderbar. In einem Tierheim kannst du dich um Tiere kümmern und vielleicht sogar helfen, ihnen neue Zuhause zu finden. In einem Gemeinschaftsgarten kannst du etwas über Pflanzen lernen und helfen, dein Viertel schöner zu machen. Ja, da stimme ich zu. Ich liebe Tiere, deshalb spricht mich das Tierheim sehr an. Aber ich gärtnere auch gerne und bin gerne draußen. Du könntest versuchen, in beiden Orten ehrenamtlich zu arbeiten. Viele Ehrenamtsmöglichkeiten sind flexibel, sodass du die Stunden wählen kannst, die dir passen. Das ist eine gute Idee. Ich werde mich beim Tierheim und im Gemeinschaftsgarten erkundigen, was sie brauchen. Ich möchte sicherstellen, dass ich auf sinnvolle Weise helfen kann. Ich freue mich zu hören, dass du ehrenamtlich arbeiten möchtest. Ich glaube, es ist wichtig, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Wenn wir anderen helfen, helfen wir auch uns selbst zu wachsen und zu lernen. So sehe ich das auch. Ehrenamt kann uns neue Fähigkeiten beibringen, wie Teamarbeit und Kommunikation. Es kann uns auch ein gutes Gefühl geben. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, neue Menschen zu treffen. Als ich in der Tafel ehrenamtlich gearbeitet habe, habe ich viele neue Freunde gefunden, die sich für die gleichen Dinge interessieren wie ich. Ich hoffe auch neue Freunde zu treffen, wenn ich mit meiner Ehrenamtstätigkeit beginne. Es ist schön, Teil einer Gruppe zu sein, die sich für einen guten Zweck einsetzt. Emma, weißt du, wie man Ehrenamtsmöglichkeiten findet? Ich habe einige Flyer an meiner Schule und auf den Gemeinschaftstafeln gesehen. Ich plane auch, ein paar lokale Websites zu besuchen, die Ehrenamtstätigkeiten auflisten. Das ist ein guter Plan. Du kannst auch deine Lehrer oder lokale Gemeinschaftsleiter nach Vorschlägen fragen. Sie wissen oft von den Bedürfnissen der Gemeinschaft. Das werde ich tun. Ich möchte eine Ehrenamtsmöglichkeit auswählen, die zu meinen Interessen und meinem Zeitplan passt. Hast du eine bestimmte Zeit im Kopf, um ehrenamtlich tätig zu sein? Ich denke daran, am Wochenende ehrenamtlich zu arbeiten. Dann habe ich mehr Freizeit und kann ein paar Stunden helfen, ohne mich gehetzt zu fühlen. Das klingt perfekt. Viele Ehrenamtsgruppen benötigen am Wochenende Hilfe, weil mehr Menschen Zeit haben.
Ja, ich möchte sicherstellen, dass meine Ehrenamtstätigkeit nicht mit meinem Studium in Konflikt gerät. Ich muss meine Schulaufgaben und meine Freizeit in Einklang bringen. Es ist wichtig, Schule und Ehrenamt in Balance zu halten. Du kannst deine Woche so planen, dass du Zeit für beides hast. Zum Beispiel kannst du an Wochentagen deine Hausaufgaben machen und an Samstagen oder Sonntagen ehrenamtlich arbeiten. Ich werde einen Plan aufstellen. Ich möchte mein Bestes für sowohl mein Studium als auch meine Ehrenamtstätigkeit geben. Ich glaube, dass mir das Ehrenamt helfen wird, mehr über meine Gemeinschaft zu lernen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Das stimme ich zu. Wenn wir ehrenamtlich arbeiten, lernen wir die Bedürfnisse anderer kennen und wie wir helfen können. Es macht uns bewusster für die Welt um uns herum. Ich bin gespannt zu beginnen. Ich werde nächste Woche das Tierheim besuchen, um nach Ehrenamtsmöglichkeiten zu fragen. Das ist eine großartige Idee. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Ehrenamt. Ich bin mir sicher, dass du einen positiven Einfluss haben wirst. Danke, Jacke. Ich schätze deine Unterstützung. Ich hoffe, meine Erfahrungen mit dir zu teilen und dir von den neuen Dingen zu erzählen, die ich lerne. Ich freue mich darauf, deine Geschichten zu hören. Ehrenamt ist eine wunderbare Möglichkeit zu wachsen und neue Freunde zu finden. Ja, und es ist auch eine Möglichkeit, Spaß zu haben, während man anderen hilft. Ich glaube, dass das gemeinsame Arbeiten für einen guten Zweck unsere Gemeinschaft stärker macht. Ich stimme zu. Wenn Menschen ehrenamtlich arbeiten, zeigen sie, dass sie sich kümmern. Diese Freundlichkeit hilft, eine bessere Gemeinschaft für alle aufzubauen. Ich fühle mich inspiriert, mit meiner Ehrenamtstätigkeit zu beginnen. Ich möchte Teil von etwas Gutem sein und denen helfen, die in Not sind. Emma, ich bin stolz auf dich, dass du ehrenamtlich arbeiten möchtest. Du machst einen Schritt, der nicht nur anderen hilft, sondern auch dir hilft, als Person zu wachsen. Danke, Jacke. Deine Worte bedeuten mir viel. Ich hoffe, dass mehr Menschen über Ehrenamt nachdenken und ihre Zeit geben, um zu helfen. Das hoffe ich auch. Ehrenamt ist eine einfache Möglichkeit, einen großen Unterschied zu machen. Selbst ein paar Stunden Arbeit können das Leben eines Menschen zum Besseren verändern. Ja, jeder kleine Beitrag hilft. Ich erinnere mich, als ich mit meiner Familie die Tafel besucht habe. Ich habe gesehen, wie glücklich die Familien waren, Hilfe zu erhalten. Das hat mich motiviert, Teil dieses positiven Wandels zu sein. So geht es mir auch. Wenn wir unsere Zeit und Mühe geben, zeigen wir, dass wir uns um unsere Gemeinschaft kümmern. Es ist ein wunderbares Gefühl. Ich werde dich über meine Ehrenamtstätigkeit auf dem Laufenden halten. Ich bin mir sicher, dass ich viele neue Dinge lernen und interessante Menschen treffen werde. Ich freue mich darauf, deine Geschichten zu hören, Emma. Ich bin mir sicher, dass du Großartiges in deiner Ehrenamtstätigkeit leisten wirst. Danke, Jake. Ich bin gespannt, diese neue Reise zu beginnen. Ich glaube, dass mir das Ehrenamt helfen wird, ein besserer Mensch zu werden und unsere Gemeinschaft zu einem besseren Ort zu machen. Ich freue mich auch für dich. Denk daran, dass du immer um Hilfe oder Rat fragen kannst, wenn du es brauchst. Vielleicht können wir sogar eines Tages zusammen ehrenamtlich arbeiten. Das ist eine schöne Idee. Ich würde gerne mit dir ehrenamtlich arbeiten. Wir können unsere Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Ja, gemeinsam zu arbeiten macht das Ehrenamt noch mehr Spaß. Es ist eine Gelegenheit, neue Freunde zu finden und gleichzeitig anderen zu helfen. Das stimme ich zu. Ich hoffe, dass mehr Menschen sich uns beim Ehrenamt anschließen. Je mehr wir zusammenarbeiten, desto stärker wird unsere Gemeinschaft. Emma, danke für dieses nette Gespräch über Ehrenamt.
Ich fühle mich inspiriert von deinen Plänen, anderen zu helfen. Danke, Jake, dass du zugehört hast und deine eigenen Erfahrungen geteilt hast. Ich freue mich, dass wir über so wichtige Themen sprechen können. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner Ehrenamtstätigkeit. Ich weiß, du wirst einen Unterschied in der Gemeinschaft machen. Danke, Jake. Ich schätze deine Unterstützung. Ich werde dich über meine neuen Erfahrungen informieren. Ich freue mich darauf, alles darüber zu hören. Lass uns bald wieder treffen, um mehr über unsere Pläne und Ideen zu sprechen. Ja, lass uns planen, uns nächste Woche zu treffen. Ich werde dir erzählen, was ich im Tierheim gelernt habe. Das klingt großartig. Ich bin gespannt auf deine Geschichten und darauf, mehr über deine Ehrenamtstätigkeit zu erfahren. Danke nochmals, Jake. Ich fühle mich nach unserem Gespräch glücklich und motiviert. Ich glaube, dass wir gemeinsam unsere Gemeinschaft zu einem besseren Ort machen können. So empfinde ich das auch, Emma. Ehrenamt ist eine wunderbare Möglichkeit, Freundlichkeit zu zeigen und anderen zu helfen. Lass uns weiterhin unsere Ideen austauschen und uns gegenseitig inspirieren. Ja, lass uns weiterhin über Möglichkeiten sprechen, unserer Gemeinschaft zu helfen. Ich bin sicher, dass wir viele gute Ideen entwickeln können. Ich stimme zu. Danke für dieses angenehme Gespräch, Emma. Ich hoffe, du hast nächste Woche eine tolle Zeit im Tierheim. Danke, Jake. Ich werde dir sagen, wie es war. Hab einen schönen Tag und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Hab einen schönen Tag, Emma. Ich bin gespannt, von deinen neuen Erfahrungen zu hören. Bis bald. Auf Wiedersehen, Jake. Großartige Arbeit beim Üben von Deutsch mit uns heute. Möchtest du dein Deutsch weiter verbessern und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.